Hallo und herzlich willkommen zum Making of von Red Luan. Das Lied habe ich durch die Netflix-Serie Perfect Match entdeckt. Vor einigen Wochen stieß ich zufällig auf diese Serie, die in einem bezaubernden chinesischen Teehaus spielt, in dem eine Mutter und ihre 5 Töchter ihre Lebens- und Liebesgeschichte erleben. Sofort faszinierte mich die besondere Atmosphäre irgendwo zwischen traditionellem China und moderner Romantik und natürlich die Musik, die diese Stimmung perfekt einfängt. Das Stück Red Luan hat mich besonders berührt. Als Musiker hat man manchmal diese Momente, in denen man ein Lied hört und sofort weiß, das will ich selbst spielen. Genau so ging es mir mit Red Luan. Doch bevor ich mich an mein Video machte, startete ich eine ausführliche Recherche, denn ich wollte sicherstellen, dass alles so authentisch wie möglich ist. Ich beschäftigte mich intensiv mit der Zeitperiode, in der die Serie spielt, recherchierte Details über chinesische Teehauskultur und historische Kleidung der dargestellten Epoche. Ein besonderes Augenmerk legte ich dabei auf das visuelle Konzept meines Videos. Mit Hilfe von KI-generierten Bildern plante ich Szenen und Stimmungen einzufangen, die auf subtile Art auf die Serie anspielen. Bilder von einem charmanten Teehaus, umgeben von Lampions, traditionellen Gewändern, chinesischem Tee und natürlich wieder Andeutungen an die Mutter und ihre 5 Töchter und chinesische Landschaften. Während ich mich mit der chinesischen Teezeremonie beschäftigte, lernte ich nicht nur über Teesorten und deren Zubereitung, sondern auch, wie stark Tee in der chinesischen Kultur verankert ist und symbolisch für Gemeinschaft und Familie steht. Das möchte ich unbedingt in meinem Video widerspiegeln. Ich freue mich darauf, euch einen Eindruck zu geben, wie ich meine Musikvideos erstelle und versuche, Musik und visuelle Eindrücke verschmelzen zu lassen. Nachdem ich mich also in das Stück Red Luan verliebt und gründlich recherchiert hatte, begann die kreative Phase in meinem Heimstudio, diesmal mit Cubase 14. Zuerst lade ich mir immer das Originalstück als Referenzspur in das Cubase-Projekt, um Tempo und Taktart genau zu bestimmen. Dann erstelle ich daraus eine Akkordspur, die mir einen Überblick über die Harmonien und die Struktur des Stückes gibt. Meist stimmt diese Akkordspur allerdings noch nicht perfekt, daher passe ich das Timing und auch die Akkorde dann nachträglich an. Ich bin ja kein gelernter Tontechniker oder Musikstudent und verfolge meinen persönlichen Workflow, den ich mir über jetzt die letzten Jahre angeeignet habe. Und da verlasse ich mich eher auf die Intuition als das, was da vielleicht an technischen Normen da steht und hoffe, dass dann was Passendes rauskommt. Ist die harmonische Basis einmal gesetzt, gebe ich diese Akkordspur in mein animiertes Orchester, das ich hier in Cubase installiert habe, was mir dann die Begleitmusik erstellt. Nun beginne ich mit der Aufnahmephase. Ich suche dann erstmal raus, ob das Stück die richtige Tonart hat und ob ich eine passende Flöte für dieses Stück habe. Hier passte das, da war das eine F-Flöte und ich konnte es in der Original-Tonart spielen. Und dann beginne ich die Aufnahmen, meistens mehrere Durchläufe und mache dann möglichst einmal einen kompletten Take von den einzelnen Parts und wähle dann die besten Stücke aus, die ich dann eingespielt habe. Man kann da mehrere Varianten der Spuren anlegen. Ja, bei den Flöten ist die Intonation, gerade bei der Querflöte, immer eine Herausforderung. Idealerweise stimme ich die Flöte vorher mit dem Stimmgerät, damit das passt. Wenn nötig, nutze ich aber Vari Audio, um kleinere Ungenauigkeiten nachträglich nochmal zu korrigieren. Ist dann alles aufgenommen, gehe ich zur kreativen Klanggestaltung über. Ich wähle passende Effekte wie Hall und Delay, passe die Filter an und arbeite am Klangbild des Gesamtstücks, bis alles stimmig ist. Und stelle auch die Lautstärke der einzelnen Spuren ein. Und zum Abschluss exportiere ich dann die Tracks und prüfe die Mischung auf verschiedenen Wiedergabesystemen, von Heimkinoanlage über Kopfhörer, iPhone und Autolautsprecher. Oft sind dann auch noch Anpassungen möglich, weil das mir nicht gefallen hat vom Klangbild und der Track sollte ja möglichst überall klingen. Oft nehme ich dann auch nochmal ganze Teile neu auf, weil mir das dann irgendwie im Nachhinein dann nicht gefallen hat. Erst wenn das alles zu meiner Zufriedenheit ist der Track fertig. Nachdem die Musik fertig produziert ist,
gehe ich an den nächsten Schritt, das ist dann die kreative Gestaltung des Musikvideos. Nachdem die Musik fertig aufgenommen und gemischt war, ging es an die visuelle Umsetzung, denn ein gutes Musikvideo soll nicht nur den Klang transportieren, sondern auch eine passende Atmosphäre schaffen. Zunächst habe ich mich gefragt, wie kann die Stimmung von Red Luan visuell eingefangen werden? Der Titel verweist auf den roten Luan, das ist ein mythischer Vogel in der chinesischen Kultur, der steht symbolisch für Liebe, Harmonie und schicksalhafte Begegnungen und wird als Zeichen einer glücklichen Partnerschaft angesehen. Dieser Gedanke spiegelt sich auch in der Netflix-Serie Perfect Match wider. Aus dem Soundtrack ist das Stück hier auch entnommen. Da bietet sich ja an, diesen Vogel dann auch in dem Video zu verwenden. Die Serie spielt zur Zeit der nördlichen Song-Dynastie. Von 960 bis 1127 war die, während der Regierungszeit des Kaisers Renzong. Das war dann genau von 1022 bis 1063. Das war die Blütezeit für Kunst und Literatur und die Entwicklung der chinesischen Teekultur. Diese historische Epoche wollte ich in meinem Musikvideo möglichst einfangen. Mit verschiedenen KI-Bildgeneratoren habe ich dann Bilder erzeugt, die zur Thematik passen. Traditionelle Teehäuser, chinesische Landschaftsbilder, Personen in kunstvollen Gewändern, die auch angelehnt sind an die Songzeit und die auch ein bisschen das widerspiegeln, was man in der Serie sieht. Und da das Stück über 4 Minuten lang geworden ist, brauchte ich also einige Bilder, also eine große Menge an Bildern, um eine abwechslungsreiche Begleitung im Hintergrund haben zu können. Die Bilder, die da generiert werden, sind in der Regel nicht groß genug. Die habe ich dann mit meiner lokalen Stable Diffusion Installation nochmal hochskaliert. Das geht dann ohne Qualitätsverlust. Und schließlich habe ich das produzierte Video dann auch in 4K so veröffentlicht. Und dann müssen auch die Hintergrundbilder entsprechende Qualität haben. Dann habe ich die Arbeit in LumaFusion auf dem iPad weitergeführt. Da habe ich die Medien importiert und dann nacheinander arrangiert, mit dem Soundtrack unterlegt und die passenden Übergänge reingebaut. Habe dann noch mit verschiedenen Werkzeugen die Bilder teilweise freigestellt und Bildüberlagerung und kleine Animationen gemacht, um das ein bisschen bewegter zu gestalten. LumaFusion bietet hier mittlerweile gute Freistellungsfunktionen für Personen und dann kann man Elemente gezielt hervorheben oder animieren. Zum Schluss habe ich noch den Titel am Anfang eingefügt und die Einstellung für die Veröffentlichung gemacht. Und dann habe ich mit Lilly, meiner KI, eine Videobeschreibung in 3 Sprachen erstellt: Deutsch, Englisch und Chinesisch, damit das Video auch international zugänglich ist. Vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber für mich ist das so eine Spielwiese. Ja, ihr seht, ein Video bedeutet nicht nur kreative Freiheit, sondern auch eine ganze Menge Arbeit. Aber es macht auch riesigen Spaß und ich hoffe, dieser Einblick hinter die Kulissen hat euch gefallen. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren oder ein Like dalassen und über einen netten Kommentar freue ich mich besonders. Viel Spaß!